Ja, das ist wieder Musculus. Heute zu dem Thema Bewegung und Sport bei Muskelkrankheiten. Mein heutiger Gesprächspartner ist Physiotherapeut an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien und mit eigener Praxis. Einen schönen guten Tag, Bernhard Fasching. Vielen Dank, hallo. Auch bei Ihnen gleich die erste Frage. Welche Rolle spielt Bewegung bei Menschen mit einer Muskelerkrankung und warum ist sie so wichtig? Vorneweg zu schicken, Bewegung bei neuromuskulären Erkrankungen ist sicher und gut durchführbar. Es gibt ein paar gewisse Aspekte, die man beachten muss, aber wenn man diese beachtet, dann kann Bewegung oder Sport bei neuromuskulären Erkrankungen körperliche Funktionen verbessern, zum Beispiel die Ausdauer. Sie kann Muskelkraft erhaltend sein, also nicht für die Muskulatur, die leider schon verloren gegangen ist, sondern für die Muskulatur, die noch vorhanden ist. Und hier ist ein sehr wichtiger Faktor, dass sie unterstützend trainiert werden kann und dann auch Asymmetrien, körperliche Asymmetrien beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann, Auswirkungen auf Stabilität im Sitzen, im Rollstuhl, im Stehen, beim Gehen hat und man darf nicht vergessen, auch eine Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat. Wenn wir Sport vielleicht in der Gruppe machen, pflegen wir unsere Sozialkontakte, lernen neue Menschen kennen und sie kann auch Angst reduzieren und einen positiven Einfluss auf depressive Verstimmtheit haben zum Beispiel. Gibt es Unterschiede zwischen gesunder Belastung und Überlastung und woran erkennt man diese im Alltag? Das ist vor allem bei neuromuskulären Erkrankungen sehr wichtig, dass die Menschen, die davon betroffen sind, ihre eigene individuelle Leistungsgrenze gut kennen und diese auch beachten und beim täglichen Training oder auch generell im Alltag wissen, was ihnen gut tut und nicht zu viel machen. Bei der Bewegung könnte es sein, dass gewisse Sportarten dazu verleiten, zu viel zu machen. Ich spreche hier vor allem Ballsportarten oder sogenannte High-Impact-Sportarten an, wo dann teilweise die muskuläre Sicherung nicht mehr in dem Ausmaß gegeben ist, dass die Gelenke stabilisiert werden können und dann leider auch Schäden entstehen können oder auch kardiopulmonal. Wenn jetzt wirklich exzessiv bis an die Leistungsgrenze trainiert wird, kann das ungünstige Nebenwirkungen haben. Und da ist vielleicht so eine Hilfe, dass man ein Training durchführt, bei dem man sich noch gut unterhalten kann. Wenn man jetzt noch singen könnte beim Training, wäre das vielleicht etwas zu leicht. Wenn man jetzt nur mehr einzelne Wörter rausbringt bei einem Gespräch, also wenn man sich vorstellt für ein Gespräch beim Training, wäre es vielleicht schon zu schwierig. Ja, das kenne ich vom Grundlagenausdauertraining. Ein bisschen plaudern sollte man dann schon noch können, dann passt der Puls. Genau. Welche Sportarten oder Bewegungsformen sind bei Muskelerkrankungen besonders geeignet und warum? Von Sportarten her, wenn wir jetzt die Mobilität uns als ersten Punkt vornehmen, wären zum Beispiel Pilates oder Yoga eine gute Form, die auch teilweise angepasst werden kann. Es gibt hier im Internet verfügbare Videos, speziell für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen, wo speziell Yoga oder Pilates adaptiert wurde. Vom Medium her, wo ich Sport betreibe, wäre das Wassertraining oder die Wassergymnastik super für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen. Warum? Weil die Wärme vom Wasser die Muskeln entspannt. Ich habe durch den Auftrieb oder den Widerstand von Wasser die Möglichkeit, geführte Bewegungen durchzuführen und es ist auch irgendwie so ein guter Mix aus Ausdauer und Krafttraining. Gibt es Sportarten oder Trainingsformen, die eher vermieden werden sollten? Wir haben es kurz angesprochen, alles was exzessiv ist und ausbelastet, sollte vermieden werden. Ich spreche hier vor allem auch Muskelaktivitäten an, die sogenannten exzentrischen Aktivitäten, wo jetzt ein Nachlassen der Muskulatur trainiert wird. Wir kennen ja konzentrisch, der Muskel zieht sich zusammen am Ellbogengelenk, der Unterarm kommt zum Körper, isometrisch wäre die haltende Aktivität und exzentrisch wäre das kontrollierte Nachlassen gegen Widerstand. Und hier ist leider die Gefahr, dass es zu strukturellen Schädigungen kommen kann. Es ist auch bei Gesunden die Muskelaktivität, die am meisten Verletzungen begünstigt und solche Trainingsarten oder ein Training, wenn es zum Beispiel intensives Training und dieses exzentrische Nachlassen der Muskulatur, auf das sollte man achten und wäre nicht günstig für neuromuskuläre Erkrankungen. Wie häufig und wie intensiv sollte trainiert werden, um einen positiven Effekt zu erzielen? Der positive Effekt
Der ist natürlich immer abhängig von meinem eigenen Leistungsniveau, von dem ich wegtrainiere. Hier spielt auch das Alter eine Rolle, in welchem Stadium der Erkrankung befinde ich mich gerade. Aber so ein grobes Ziel wäre 150 Minuten körperlich aktiv zu sein pro Woche. Das kann ich mir einteilen, wenn ich jetzt das Ausdauertraining hernehme, dass ich eine leichte Aktivität, vielleicht 1-2 Minuten mal starte, das dann ausdehne bis zu einem 10-minütigen Block und den 2- bis 3-mal pro Woche mit leichter bis moderater Anstrengung verwende. Oder wenn jetzt das Dehnen für mich ein Thema ist, wäre das eine Möglichkeit, dass ich in die tägliche Routine einbinden kann. Hier darf ich die Übungen auch täglich durchführen. Wenn ich jetzt an Kraft-Ausdauertraining denke, wäre auch so eine leicht bis moderate Intensität 2- bis 3-mal die Woche anzustreben. Aber ich muss natürlich immer die anderen Aktivitäten, die ich mache, wenn ich jetzt einen Weg mit dem E-Rolli selbst lenke oder wenn ich zu Fuß irgendwo hingehe, auch noch berücksichtigen. Eine Frage, die sowieso für alle gilt: Wie kann man Motivation und Selbstständigkeit im Bewegungsalltag fördern? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich würde sagen, ein konkretes Ziel ist ein erster Schritt, der mir dabei hilft. Aufzuschreiben, was ich gern mit der Bewegung erreichen möchte und mir dann vielleicht einen Tag pro Woche mal zu markieren, an dem ich wirklich trainiere. Ich plane das in meinem Alltag ein, markiere das, führe das dann wirklich durch. Ich könnte noch Wearables verwenden, Smartwatches, Schrittzähler, die mich motivieren, wo ich dann sehe, okay, heute habe ich so und so viel geschafft, das zu unterstützen. Aufzeichnungen führen, ein Trainingstagebuch führen, Vergleiche zu haben, was ich schon erreicht habe, von wo ich weggestartet bin. Das geht dann meistens so, man vergisst eigentlich, wo man gestartet ist und hat eigentlich schon viel erreicht. Und das mal in schriftlicher Form vor sich zu haben, könnte motivieren. Sehr gut funktioniert auch, das wurde sogar in einer Studie jetzt untersucht, bei neuromuskulären Erkrankungen die Aktivität in einer Gemeinschaft, in einer Community, eine Freundin, eine Freundin dazu holen, gemeinsam eine Trainingszeit auszumachen, eine Sportgruppe zu suchen. Hier gibt es regional vielleicht auch ein Angebot, das spannend ist. Und natürlich die Bewegung, die ich gerne mache, oder? Wenn irgendwas aufgezwungen ist, macht man es nicht gern. Wenn ich eine Sportart gefunden habe, die ich für mich adaptieren kann und durchführen kann, sei es jetzt Rollstuhlfußball oder adaptiertes Yoga, wie vorhin angesprochen, mache ich es auch viel lieber. Wo kann man sich denn über Möglichkeiten für Aktivitäten erkundigen? Vielleicht auch einen Trainingsplan erstellen lassen? Also hier wäre der erste Schritt dann zum behandelnden Arzt mit einer Verordnung zum Physiotherapeuten oder zur Ergotherapeuten, also zu einem therapeutischen Beruf, wo man dann eben jetzt auf Physio Austria seit kurzem angeben kann bei der Therapeutinnensuche. Also Physio Austria ist der Verband der Physiotherapeuten, gibt es jetzt speziell die Suche nach Therapeuten, die eine neuromuskuläre Zusatzausbildung oder mit neuromuskulären Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen arbeiten. Das kann man jetzt in der Suche auswählen und dann findet man jemanden, der Erfahrung mitbringt und gemeinsam einen Trainingsplan erstellt. Zum Sportangebot gibt es zum Beispiel den österreichischen Behindertenverband, die auf ihrer Homepage jetzt fürs Frühjahr 2026 das neue Programm auch online haben, wo ich Gruppen finde, unterschiedlichster Weise. Es gibt inklusives Segeln, es gibt inklusive Tanzsportarten, inklusives Rollstuhltanzen etc. Also da gibt es wirklich vor allem in Wien ein breiteres Angebot, wie jetzt vielleicht im ländlichen Raum, aber das wäre vielleicht eine gute Adresse. Dann bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für das aufschlussreiche Gespräch und alles Gute. Vielen Dank für das Interview. Und wieder sind wir am Ende einer Folge von Musculus, diesmal zum Thema Bewegung und Sport bei Muskelkrankheiten. Wenn Sie weitere Fragen haben, wie immer, schauen Sie auf unserer Homepage nach, www.muskelforschung.at, schenken Sie uns ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, wir würden uns freuen. Und bitte, bitte vergessen Sie nicht, Wissen hilft.